Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Technikvideo hier auf meinem YouTube-Kanal German Treasure Hunter. Diesmal geht es um einen neuen Pinpointer. Er ist seit Ende 23 auf dem Markt und er trägt den Namen Nokta AccuPoint. Wegen der Farbe wird er schon von vielen auch als die Nokta Banane bezeichnet. Und dieser kleine Freund begeistert mich jetzt aktuell seit kurz nach Weihnachten. Ich laufe also jetzt so knapp 2 Monate damit, habe den wirklich schon im Einsatz gehabt, auch im tiefsten Schlamm. Also robust ist er auf jeden Fall und ich wollte ein bisschen warten, ein bisschen mich damit befassen, bevor ich dazu ein Video mache. Und ich kann vorneweg sagen, dieses Teil hat mich tatsächlich begeistert. Warum, werde ich euch jetzt erklären. Die wichtigsten Sachen für euch. Einmal gibt es hier ein Farbdisplay. Ich schalte mal ganz kurz ein, das geht nämlich auch ruckzuck. Und dann könnt ihr hier in der Kamera auch mal das Farbdisplay sehen. Und das zeigt uns nicht nur den Akkustand an, sondern vieles mehr. Und das ist super hilfreich. Wer sich fragt, wie robust jetzt dieses Display ist, ich kann direkt sagen, mit im Lieferumfang enthalten ist eine Folie, die da auch draufklebt. Das heißt, das Display ist automatisch von vorne rein geschützt. Dann, was haben wir noch? Was ist noch anders als bei anderen? Neben dem Farbdisplay, wir haben eine Eisenunterscheidung. Das ist natürlich auch cool, da kann ich verschiedene Modi auswählen. Die werde ich euch auch gleich noch erklären. Dann auch noch ganz wichtig für euch, wir haben hier Bluetooth, das heißt, ihr könnt das Ganze mit Bluetooth-Kopfhörern koppeln, idealerweise auch mit den Nokta-Kopfhörern. Ihr könnt dann das Ganze auch zum Beispiel mit dem Legend koppeln, also Kopfhörer auf, und ihr habt sowohl den Legend auf dem Kopfhörer als auch den AccuPoint. Das funktioniert auch, also ziemlich durchdacht das Ganze. Wir haben den Pinpointer wasserdicht bis zu 3 Meter, also das eignet sich auch zum Tauchen. Und darüber hinaus haben wir eine Eintastenbedienung. Die ist tatsächlich wirklich, ohne Quatsch, die ist wirklich intuitiv, total einfach, vor allen Dingen in Kombination mit dem Display. Ich erinnere mich noch an den Pino, er sei herzlich gegrüßt. Da waren wir beim Kölner Schatzsuchertreffen auf dem Stammtisch damals und dann kam er zu mir an mit seinem Pinpointer. Carsten, ich habe da auch was verstellt. Irgendwie war auch diese Eintastenbedienung, aber ohne Display ist natürlich nicht ganz so einfach. Darum ist das wirklich echt innovativ und intuitiv, muss ich sagen, was wir hier in diesem Pinpointer verbaut haben. Dann schauen wir uns mal an, was ist denn im Lieferumfang noch dabei, neben dem Pinpointer selbst. Wir haben hier, ihr seht schon, mal so ein schickes Holster. Das kann man sich an die Fundtasche machen oder halt eben an den Gürtel oder sonst wo man halt eben möchte. Dann kann man den dann entsprechend dann auch reinpacken. Und dann haben wir, seht ihr hier jetzt mal, alles dabei, was ihr braucht. Und zwar haben wir hier einmal so ein Kabel, womit wir das Ganze dann auch verbinden können, dass er nicht verloren geht. Wobei ich dazu sagen muss, er hat auch einen Verlustalarm. Das heißt, nach, ich glaube, 10 Minuten oder so, mir ist es selbst einmal schon passiert, ich habe ihn angelassen, habe ihn liegen lassen, weil ich die ganze Zeit gegraben habe. Irgendwann fängt er an zu piepen und sagt, hallo, bitte ausschalten oder bitte mitnehmen. Fand ich auch ganz cool, hat auch funktioniert, kann ich bestätigen, super Sache. Ihr habt trotzdem diese Verbindung, dass er nicht verloren gehen kann. Dann haben wir mit im Lieferumfang ein Kabel und er wird geladen über USB-C und nicht über irgendeinen uralt USB-Anschluss. Das heißt, ihr könnt natürlich auch, weil jedes Handy hat mittlerweile ja USB-C, also jedes Android-Handy, könnt ihr dann auch über das Handy-Ladekabel den zur Not laden. Das finde ich auch super. Dann gibt es noch so einen kleinen Gummi hier, den habt ihr noch mit dabei und der ist natürlich auch wichtig. Warum, erkläre ich später noch. Und ihr habt so eine zweite Schutzkappe. Auch das finde ich persönlich total innovativ. Und das ist das, was Nokta tatsächlich auch ausmacht. Die haben also hier vorne eine extra Schutzkappe angefertigt, angebracht. Moment, ich zeige es euch mal hier. So. Das heißt, ihr könnt jetzt hier diese Schutzkappe, ich habe sie auch gerade eben sauber gemacht nochmal, weil ich tatsächlich ja den auch schon echt ordentlich in Anspruch genommen habe. Ihr könnt also hier mit dieser Schutzkappe nicht nur so ein kleines bisschen graben. Das seht ihr vielleicht auch hier. Ich gucke mal, ob ich das hinkriege. Ja, so müsste es eigentlich gut erkennbar sein. Ein bisschen zurück noch. So, da seht ihr hier diese, wie so eine ganz kleine Minischaufel vorne an der Spitze. Das heißt, damit kann man auch dann so ein bisschen in seinem Grabungsloch noch so ein bisschen drin rumstochern, ein bisschen Dreck wegmachen, wie so eine kleine Minischaufel. Und da die sich natürlich über die Jahre abnutzt, haben die gesagt, weißt du was,
wir schenken den Leuten einfach noch ein zweites Teil mit. Das heißt, wenn das irgendwann mal durch die ganze Grabung ja, abgenutzt, so stark abgenutzt ist, dann können sie es einfach austauschen. Das finde ich super. Einfach, ja, geben wir ihnen einfach noch einen extra mit. Ja, komm, ich schlag noch einen drauf hier. Wie auf der Wurstbude. Komm, kriegst du eine Fleischwurst extra hier. Bam. Das knockt da. So, ich mache den mal wieder drauf hier. Moment, das war der Austausch. Machen wir mal den hier wieder drauf. So, und das ist im Prinzip der Lieferumfang auch schon gewesen. Ihr habt hier natürlich noch andersrum eine Bedienungsanleitung, die ist auch noch mit dabei, dass man das Gerät auch dann tatsächlich versteht. Aber ich muss dazu sagen, es ist tatsächlich wirklich eigentlich intuitiv und einfach. Wie funktioniert jetzt hier, wie funktionieren die ganzen Einstellungen? Da wollen wir mal eben einmal kurz durchgehen. Ich zeige euch das mal eben und zwar schalten wir dafür den Nocta einmal ein. Einmal kurz drücken und schon ist das Gerät auch einsatzbereit. Und dieser Leierton ist übrigens auch ein spezieller Ton für die Eisendiskriminierung. Das erkläre ich euch gleich noch. Was sehen wir jetzt hier im Display? Wir haben, und ich laufe tatsächlich, ungelogen, seit nach Weihnachten, und wir haben den 19.02. Seit dieser Zeit laufe ich mit diesem Akkustand. Ich habe ihn einmal geladen und er ist immer noch, es ist gerade mal ein Drittel weg. Offiziell heißt es, 25 Stunden kannst du damit laufen. Also suchen. Ich weiß, bei mir es müsste eigentlich mehr sein. Also darum bin ich wirklich erstaunt, wie gut hier der Akku auch dann entsprechend performt. Dann haben wir hier noch die Anzeige für die, Moment, Display wieder da, die Anzeige für die Leistung, für die Stärke, für die Empfindlichkeit. Die könnt ihr einstellen. Sie ist standardmäßig auf 7 gestellt. Das ist recht gut. Und ihr könnt aber auch noch da rausholen, dass ihr bis 9 hochgehen könnt. Dann habt ihr wirklich volle Leistung. Dann sehen wir rechts im Display unter der Batterie den Diskriminierungsmodus. Das heißt, da könnt ihr euch anzeigen lassen, in welchem Diskriminierungsmodus ihr gerade unterwegs seid. Wir haben jetzt hier einen Eisenstecker da irgendwie verbaut. Und wenn ich mal ein anderes Edelmetall nehme, dann habe ich den richtigen Ton. Da habt ihr direkt mal die Eisenunterscheidung hier dann auch demonstriert bekommen. Dann im unteren Displayrand geht es weiter. Da haben wir einmal das Retune. Das heißt, wenn ich einmal kurz drücke, dann resettet der sich, retunt er sich auf die Umgebung. Das ist ziemlich praktisch. Dann haben wir, wenn wir den kurz lange gedrückt halten und dann direkt wieder loslassen, so bis 2 zählen, 1, 2, loslassen, schaltet das Gerät sich aus. Genauso schnell ist er aber auch wieder eingeschaltet. Und schon ist er auch einsatzbereit. Das geht also wirklich ruckzuck, muss ich sagen, top. Dann, wenn ich den länger gedrückt halte und diese Leiste abläuft, dann komme ich auf den Menü-Button und wenn ich dann loslasse, lande ich in dem Menü. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Also, ich halte lange gedrückt, der piepst einmal, jetzt bin ich im Menü. Jetzt kann ich hier ganz einfach durch die Menüstrukturen durchgehen und wir fangen mal an mit dem ersten Punkt, da waren wir jetzt gerade, Moment. Da sind wir bei dem Punkt Empfindlichkeit. Wenn ich jetzt lange gedrückt halte wieder, komme ich rein ins Menü, kann jetzt entsprechend die Empfindlichkeit hier anpassen. Ich stelle sie mal auf 8 und ihr seht schon, da wird es auch rot, heißt so viel wie feuerfrei. Wenn ich jetzt lange warte, so 2-3 Sekunden, geht er automatisch die Stufe wieder zurück ins Menü und dann wieder zurück in den Einsatzmodus. Das heißt, ihr müsst einfach nur kurz warten, loslassen den Knopf, kurz warten und dann geht der durch die Menüs automatisch wieder zurück. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Jetzt nochmal ins Menü rein. Da sind wir auch schon wieder. Jetzt haben wir gerade die Empfindlichkeit gehabt. Als nächstes haben wir hier die Möglichkeit, die Töne einzustellen. Sprich, wenn ich jetzt da drauf gehe, wenn ich natürlich zu lange warte, geht er wieder zurück. So, wenn ich da jetzt nochmal lang gedrückt halte, haben wir die Möglichkeit hier durchzuwechseln. Vibration und Ton, nur Vibration und nur Ton. Das ist also die Einstellungsmöglichkeit hier. In diesem Fall super praktisch, könnt ihr alles einstellen. Wir sind zurück im Menü und haben jetzt die Diskriminierungseinstellungen. Da gehen wir mal als nächstes rein und hier lange gedrückt halten. Und wir sind hier. Jetzt haben wir gerade diesen Eisenton, die Eisentonunterscheidung. Im Modus 1 haben wir das nicht. Da ist also komplett offen. Und wir haben im
Weiteren noch die Möglichkeit, ich gehe noch mal rein, hier Eisen komplett, wird mir gar nicht angezeigt. Das gibt es auch noch. So, und dann geht es weiter mit der Funktion für Bluetooth. Ihr könnt hier also den Kopfhörer koppeln, einen Bluetooth-Kopfhörer. Idealerweise natürlich dann mit dem Kopfhörer von Nocta, und dann beim Legend klappt es, dass ich beides dann im Kopfhörer habe. Das ist super praktisch. Und ihr habt gesehen, er geht automatisch, wenn ich zu lange warte, geht er automatisch wieder zurück. So, wir gehen nochmal in das Menü rein. Und er zeigt mir, das will ich noch zeigen, er zeigt mir jetzt hier auch den Diskriminierungsmodus an. Eisen ist komplett raus, sagt er mir jetzt hier im Display. Also dieses Display ist halt ein super cooles Feature. Jetzt wieder ins Menü. Wir waren hier, Bluetooth habe ich euch gezeigt. Hier haben wir jetzt, da gehen wir auch mal ganz kurz rein, die Möglichkeit, Frequenzen zu wechseln. Das heißt, wenn sich der Pinpointer jetzt mit einem anderen Gerät stört, dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Frequenz zu verlagern und könnt somit diese Störgeräusche ausräumen. Ziemlich coole und praktische Sache. Dann die Helligkeit, oder ist das LED? Moment, wir gehen mal ganz kurz rein. Nee, das ist, glaube ich, die LED, ne? Ja. Also wir können hier die LED ein- und ausschalten, wobei ich sagen muss, es sind einfach mal 2 LEDs. Auch das ist wieder so Nocta-typisch, das finde ich halt geil. Die sagen halt, nee, ein LED, das ist uns zu wenig. Komm, wir machen 2. Bam, die hauen einfach raus. Finde ich super. Und das LED ist tatsächlich richtig hell. Und wenn du sagst, nee, LED ist mir zu hell, kannst du es auch dann entsprechend einfach ausschalten. Wir gehen zurück ins Menü. Wir waren bei der Helligkeit, bei dem LED. Jetzt kommen wir zum Punkt Lautstärke. Ich kann also hier die Lautstärke anpassen und leiser machen. Hat man, glaube ich, ganz deutlich gehört. Als nächstes haben wir den Punkt Display, Hintergrundbeleuchtung. Die können wir ein- und ausschalten. Das heißt, wenn ich jetzt hier, jetzt habe ich zu lange gewartet, wir gehen wieder ins Menü, Moment. Wenn ich jetzt hier bei dem vorletzten Punkt in die Einstellung gehe, kann ich sagen, mach mal das Display aus. Im Sommer vielleicht super, ja, also bei vollem Sonnenschein klappt das, aber ich sage tatsächlich, wenn ihr so in normalen Umständen unterwegs seid, ich habe das Ganze immer natürlich aktiviert. Ich finde es einfach schön, ich mag dieses Display, finde es richtig cool, darum ist es bei mir standardmäßig an. Ist natürlich auch eine Frage, wenn man nachts unterwegs ist, ob man das möchte. Hier im letzten Punkt könnt ihr alles auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Du hast natürlich hier jetzt jede Menge Einstellungen, wenn vielleicht jemand am Anfang noch nicht so mit allem ganz klar kommt, für den ist das hier dann die Möglichkeit, alles komplett zu resetten. Also ich muss sagen, zum Thema Einstellungen in Kombination mit dem Display ist es eigentlich super leicht zu bedienen und ich bin wirklich ruckzuck damit klargekommen. Das fand ich ziemlich gut. Also so viel zu den Einstellungen. Und wir kommen jetzt, lass mich mal gerade schauen auf meinen schlauen Zettel. Ach ja, ich wollte euch noch zeigen, wo ihr das Ganze aufladen könnt. Und zwar ist das hier im hinteren Teil. Da können wir es mal sehen jetzt. Das können wir abschrauben. Das mache ich mal schnell. Und dann könnt ihr hier, müsst ihr den Audio Booster rausnehmen. Der verstärkt also das Audiosignal und dann könnt ihr hier jetzt, muss ich der Kamera sagen, wo sie hin muss? Doch, da. Da könnt ihr auch ganz deutlich das USB-C Anschlusskabel suchen. Super praktisch für mich als Android-User. Ich kann es einfach über mein Handy-Ladekabel aufladen. Also das ist wirklich klasse gelöst und nicht mit so einem uralt USB-Anschluss, wie das bei anderen Anbietern der Fall ist. Und der Akku, ich muss sagen, wie gesagt, ich habe es euch eben gezeigt, ich laufe seit, da oben seht ihr den Akkustand, ich laufe seit kurz nach Weihnachten damit und das oft. 4-5 Mal die Woche bin ich unterwegs und also der Akku ist wirklich Bombe. Der ist wirklich richtig ordentlich. Kann ich nur so bestätigen. Dann ganz, ganz wichtig noch, was wollte ich euch noch sagen? Ach so, auf der Rückseite habt ihr hier, das könnt ihr vielleicht da ein bisschen besser sehen jetzt, habt ihr hier die Möglichkeit auch in Zentimeter und Inch abzulesen. Ihr habt die Schutzfolie standardmäßig hier auf dem Display drauf. Der Button lässt sich wirklich schick und angenehm drücken, hat einen guten Druckpunkt. Also ich wüsste
tatsächlich nicht irgendwie irgendwas Schlechtes jetzt hier zu sagen über dieses Teil. Die Kappe hier vorne finde ich auch super gut, dass du so ein bisschen graben kannst und es ist einfach noch eine zweite mit dabei. Also all das finde ich richtig gut und ich werde jetzt mal ganz kurz hier so ein kleines Maßband rausholen. Natürlich wollt ihr auch mal wissen, okay, Carsten, wie performt er denn? Zeig doch mal eben. Das machen wir mal ganz schnell zusammen gerade. Dann könnt ihr das eben einmal hier dann auch ablesen. Und die Schutzkappe nehme ich natürlich mit. So, auf genau 0 sind wir jetzt und wir schauen mal, wie der Akkupoint performt. So, ich habe den Akkupoint jetzt auf die höchste Leistungsstufe eingestellt und wir schauen mal eben, was er denn bringt. Fangen wir mal mit was Großem an. Und zwar dem 5-Mark-Stück. Ich fange mal an bei gut 10 cm. Also hier das hintere ist die Zentimetereinheit. Fangen wir bei 10 cm mal an. Da reagiert er schon. Bei 9 cm. 9 cm, da geht es los, dass er das erkennt. Und umso näher ich rankomme, irgendwann haben wir dann diesen durchgehenden Ton. Also wie bei vielen anderen auch. Ziemlich gute Sache. Jetzt mal eine kleine Münze. Und zwar eine römische Münze. Zeige ich euch hier mal gerade. Ich hoffe, der Fokus bringt das eben rüber. Also eine wirklich kleine römische Münze im Vergleich zum 5-Mark-Stück natürlich schon was ganz anderes. Mal gucken. Da brauche ich, glaube ich, nicht bei 10 einzusteigen. Ich fange mal an bei 8. Und dann arbeiten wir uns mal langsam vor. Das ist natürlich auch schwierig. Ja, da geht's los. 5,5 cm fängt er an zu reagieren. Das ist für so eine kleine Münze auch sehr gut. Jetzt, wir haben noch was ganz Kleines gleich. Jetzt haben wir noch den Goldring für euch, den ich auch vor kurzem gefunden habe. Und wir steigen mal so auch bei 8 cm. Oh, da geht's schon los. Sorry. Steigen wir einfach bei 10 cm ein. Ja, da geht's los. Bei 8,5 cm haben wir den Goldring und jetzt wirklich super, super klein. Zeige ich auch mal schnell in die Kamera. Ganz, ganz klein nur ein Ohrring aus Silber. Das ist schon eine Challenge. Also muss ich sagen. Und da sind wir bei 3,5 cm. Das ist wirklich ordentlich für dieses Gerät. Also der steht leistungstechnisch anderen Geräten in nichts nach. Wirklich in nichts, bietet aber viel, viel mehr Features und gerade durch das Display ist es halt super. Ich kann Eisen diskriminieren, was auch super ist. Warum ist das super? Das ist nicht immer super, aber wenn ich jetzt zum Beispiel vermüllte Suchgebiete habe, dann ist das absolut hilfreich. Wenn ich sage, ich will das ganze Eisen nicht, ich will nur die Highlights rauspicken, dann macht das Sinn. Wenn mehrere Sachen zum Beispiel im Loch gleichzeitig drin liegen, neben der Münze liegen noch 2 Eisennägel, die können natürlich einen Pinpointer, der das nicht hat, stören. Von daher ist das wirklich eine feine Sache. Und ich möchte das hier nochmal ganz klar betonen. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich dieses Video mache. Ich rede hier nichts schön. Das habe ich noch nie gemacht. Wenn ich von einem Gerät überzeugt bin, dann mache ich das. Und wenn ich von einem Gerät nicht überzeugt bin, packe ich das wieder ein und schicke es dem Hersteller zurück. Und mein Fazit zu diesem Gerät für, ich glaube, 159 ist halt eben so teuer wie die anderen Geräte, auch in dem hochpreisigen Level. Aber der bietet einfach mehr. Er bietet einfach mehr. Allein, dass ich sehe, Akkustand, habe ich immer im Blick. Allein das ist absolut super. Die zweite Kappe hier, die noch dabei ist. Das Zubehör, was dabei ist. USB-C, Eisendiskriminierung, wasserdicht. Das Ding hat einfach alles, was ein Pinpointer haben muss, wenn er 2023, 2024 auf den Markt kommt. Das ist für mich der neue Standard in Sachen Pinpointer. Aktuell Anfang 2024. Gerne eure Meinung zum Akkupoint hier in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir ein bisschen diskutieren. Und ich sage Daumen hoch. Danke fürs Zusehen. Empfehlt mich gerne weiter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.